Hallo, willkommen wieder in meiner Küche. Hier ist Shannon. Und zwar backen wir heute ein Brot. Stellt euch vor, ihr könnt mit minimalem Aufwand, fast ohne Knetarbeit, ein altbackenes, richtig knuspriges Brot backen. Richtig altbacken, richtig knusprig und richtig lecker. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ein paar Zutaten und mit etwas Geduld ein perfektes Brot backen könnt. Ob ihr schon erfahren seid beim Backen oder auch Anfänger, ist vollkommen egal. Mit dieser Methode ist das Brot gelingsicher und jeder kann Brot backen. Wichtig dabei ist, ihr müsst nicht viel tun, aber über Nacht abwarten und dem Teig Zeit lassen zu arbeiten. Wichtiges Hilfsmittel bei dieser Backmethode ist ein Topf, was ihr vielleicht als Investition euch zulegen könntet, weil es nämlich richtig sicher gelingt mit diesem Topf. Und zwar ist es der gusseiserne Topf. Ich habe das hier im Hintergrund immer in meiner Küche, weil ich es fast jeden zweiten Tag verwende zum Brotbacken. Und das ist so ein Topf. Ihr seht es. Innen ist es emailliert. Und es gibt mittlerweile auch sehr günstige Angebote im Internet, die müssen nicht teuer sein, aber wichtig ist, dass es einigermaßen Eisenguss ist und das schieben wir nämlich mit dem Brot zusammen in den Ofen und damit wird es gelingsicher. Einige Rezepte habe ich schon mal damit gebacken, da könnt ihr gerne anklicken, hier oder hier. Heute backen wir ein helles Brot ohne Sauerteig, eigentlich ein Brot, entweder für Faule oder für Anfänger, kann man sagen, was auch richtig schmeckt wie beim Bäcker oder eigentlich meiner Ansicht nach mittlerweile besser als wie viele Bäcker. Ich zeige euch genau Schritt für Schritt, was ihr machen solltet. Also folgt mir in diesem Video und ihr werdet ein perfektes Brot hinkriegen. Für dieses Rezept brauchen wir helles Weizenmehl 550 oder Dinkelmehl 630 und zwar 500 Gramm, das sind ungefähr 4 Gläser. Dazu kommt ein halber Teelöffel Trockenhefe und ca. 1 Teelöffel Salz. Und nun erstmal ganz einfach mit den Händen alles vermischen. Und ganz am Ende fügen wir Wasser hinzu, ungefähr 350 Milliliter, aber kippt nicht sofort das ganze Wasser, so nach und nach. Und dann mischen wir erstmal mit so einem Spaten und dann mit den Händen. Also nicht kneten, sondern einfach erstmal so alles vermischen. Nun bedecken wir den Teig und lassen das Ganze 1 Stunde unter Raumtemperatur und danach für 12 bis 20 Stunden in den Kühlschrank. Über Nacht klappt es am besten. Und am nächsten Tag holen wir aus dem Kühlschrank raus und lassen erstmal 1 Stunde akklimatisieren. Also unter Raumtemperatur. Der Teig muss ein bisschen aufquellen und auch schon einige Bläschen sichtbar sein. So, nun geben wir etwas Mehl auf unser Tresen und stürzen unseren Teig da drauf. Wir geben nun etwas Mehl auf den Teig und nun ganz wichtig, wir dürfen nicht kneten, sondern falten einfach von unten nach oben in die Mitte mit den Händen. Und bemehlen unsere Hände auch dabei, damit unsere Hände nicht dran kleben. Einfach nur von unten nach oben so eine Kugel falten und umdrehen. Und dann auf dem Tresen machen wir daraus eine richtige Kugel und zwischendurch immer bemehlen. Und dabei auf keinen Fall auf den Teig drücken, damit die Luftbläschen nicht verloren gehen. So, nun haben wir auch bemehlt und zu einer Kugel geformt. Und nun brauchen wir Backpapier. Dieses Papier geben wir in ein Garkörbchen, aber ich verwende gar kein Garkörbchen, sondern einfach so eine Schale reicht vollkommen und gebe nun meinen Teig ganz vorsichtig in mein Garkörbchen mit dem Backpapier. Und nun bedecke ich das Ganze jetzt wieder mit einem Tuch und lasse jetzt auch so wieder 1 Stunde gehen. Und nach 1 Stunde mache ich jetzt meinen Teig wieder auf und sehe, dass der Teig die Form des Körbchens jetzt fast übernommen hat, an Volumen noch mehr zugenommen hat. Und nun heize ich meinen Ofen auf 230 Grad und hier habe ich jetzt meinen gusseisernen Topf
Und diesen Topf schiebe ich erstmal in den Ofen und heize den richtig auf. Und zwar mindestens 10 Minuten und das Vorheizen des Ofens und des Topfs könnt ihr auch gleichzeitig machen. Und nach circa 12 Minuten ist mein Ofen und mein Topf schön vorgeheizt. Vorsicht mit den Händen, ist sehr heiß. Und nun bringe ich den Teig mit dem Backpapier zusammen einfach so in den Topf. Das ist einfach sehr praktisch und auch wirklich leicht und da muss man auch nicht schwer den Topf sauber machen später. Und dann schneide ich auf meinem Teig einmal quer oben und einmal längs, damit der Teig schön aufgehen kann beim Backen und nicht irgendwelchen Stellen zerreißt, was ich nicht möchte. Und nun mache ich jetzt den Deckel zu und schiebe jetzt meinen Topf in den Ofen für 30 Minuten bei 230 Grad. Nach 30 Minuten hole ich jetzt meinen Topf wieder raus und hole erstmal das Brot mit dem Backpapier heraus und setze jetzt mein Brot ohne Backpapier einfach so in den Topf und schiebe nun wieder den Topf in den Ofen, bringe aber dabei den Ofen auf 200 Grad und backe 20 Minuten. Und nun das Brot einfach geöffnet backen, damit es richtig knusprig wird. Nach circa 20 Minuten ist nun mein Brot fertig. Da seht ihr die Farbe. Ist das nicht herrlich? Wie beim Bäcker oder und selbst gebacken. Nun stürze ich das Brot erstmal auf ein Brett, damit es nicht weiter backt, weil der Topf bleibt ja richtig heiß noch. Und da seht ihr schon die Farbe unten und oben ist vollkommen fertig und sowas von knusprig. So ein tolles Brot. Und dieses Brotrezept ist ein echter Gamechanger für alle, die denken, Brotbacken sei kompliziert. Stellt euch vor, ihr brecht ein Stück dieses frisch gebackenen Brotes auf und der Duft erfüllt die Luft. Gibt es etwas Besseres? Dieses Rezept wird nicht nur euren Esstisch bereichern, sondern euch auch das Vertrauen geben, dass ihr großartiges Brot zu Hause backen könnt. Das perfekte Übernachtbrot ganz ohne Stress. Statt kneten und lange falten, lassen wir die Zeit für uns arbeiten. Und freut euch auf ein Brot, das außen knusprig und innen wunderbar weich ist. Schaut euch auch gleich hier nach diesem Video meine anderen Brotrezepte an, vom türkischen Fladenbrot bis rustikalem Sauerteigbrot oder auch wie man selbst Sauerteig herstellt. So, und ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept aus und ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Vergesst nicht, eure Backerfolge, Fragen oder Anregungen in den Kommentaren zu teilen. Ich versuche, so viel wie möglich euch zu antworten. Abonniert für mehr inspirierende Rezepte und backt mit mir zusammen. Und bis zum nächsten Mal. Frohes Backen!